In einer früheren Demo haben wir den Befehl flache Momentaufnahme erstellen kennengelernt. Jetzt werden wir uns den Befehl abflachen ansehen, den wir in der Multifunktionsleiste finden. Sein Hauptzweck ist es, die Z-Werte von Objekten auf Null zu setzen. Dies ermöglicht die Anwendung in zwei Situationen für 3D-Modelle und für 3D-Zeichnungen, wie wir später sehen werden. Zunächst einmal können Sie den Befehl abflachen verwenden, um 2D-Ansichten von 3D-Modellen zu erstellen. Der Ansatz unterscheidet sich von der flachen Momentaufnahme, weil Abflachen die 3D-Geometrie durch eine 2D-Geometrie ersetzt. Zur besseren Übersicht und Verdeutlichung teile ich zuerst den Grafikbereich in zwei Fenster. Der Befehl abflachen kann über die Tastatur aufgerufen werden. Sie finden ihn auch auf dem Ribbon Start. Nach der Auswahl der abzuflachenden Objekte drücken wir die Eingabetaste und wählen Nein. In diesem Fall haben wir die verdeckten Linien beibehalten. Lassen Sie uns das Ganze wiederholen, um dieses Mal die Option zu wählen Verdeckte Linien entfernen. Ja. Die so entstandenen 2D-Elemente lassen sich wie gewohnt bearbeiten. In diesem Fall nutzen wir das intelligente Trimmen, um die Zeichnung anzupassen. Stellen wir die Ansicht auf ein einzelnes Ansichtsfenster zurück. Wie bereits erläutert, wird das 3D-Modell durch seine 2D-Projektion ersetzt. Wenn Sie folglich mehrere 3D-Ansichten erstellen möchten, duplizieren Sie zunächst das 3D-Modell so oft wie nötig. Da der Befehl abflachen wie bei der Erstellung der 3D-Ansicht die aktuelle Ansichtsrichtung berücksichtigt und die ausgewählten 3D-Elemente entsprechend der aktuellen Ansicht projiziert, müssen Sie vor dem Abflachen die gewünschte Ansicht einstellen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zur flachen Momentaufnahme ist, dass Sie mit dem Befehl abflachen nicht die Möglichkeit haben, die Linienart und die Farbe der Linien zu ändern. Und schließlich erzeugt der Befehl abflachen keinen Block, sondern separate Entitäten. Der Hauptanwendungsfall, für den der Befehl abflachen entwickelt wurde, ist der spezielle Fall, in dem wir allen Zeichnungselementen den Höhenwert von 0 zuweisen. Das heißt, z ist gleich 0. In diesem Beispiel sehen wir Vermessungspunkte sowie topografische Linien. Von oben betrachtet scheint alles in der gleichen Ebene zu liegen. Bei Verwendung des Orbits können wir allerdings sehen, dass es Elemente gibt, die in verschiedenen Ebenen liegen. Beachten Sie die Konturlinien, die nicht verbunden sind. Zum besseren Verständnis möchte ich den Layer der Höhenlinien isolieren. Versuchen wir nun, sie mit dem Befehl abrunden zu verbinden. Aber das funktioniert in diesem Fall nicht, weil die Linien, wie wir vorher gesehen haben, in verschiedenen Ebenen liegen. Das heißt, sie haben unterschiedliche z-Werte. An dieser Stelle können wir den Befehl abflachen verwenden, um alle z-Werte auf 0 zu ändern. Nach dem Abflachen können die Linien wie gewünscht bearbeitet werden. Sie liegen nun alle auf derselben Ebene. Da es weitere Elemente mit unterschiedlichen Höhenwerten gibt, hebe ich nun die Layer-Isolation wieder auf und wende den Befehl abflachen erneut an, dieses Mal auf die gesamte Zeichnung.